Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei unserer täglichen Deutschlerneinheit. Hallo auch von mir. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Heute ist schon Tag 37. Das ist echt super. Wir lernen ja jeden Tag 15 neue Wörter zusammen. Das ist wirklich eine starke Leistung, finde ich. Absolut. Du hast schon richtig was geschafft. Und denk dran, ja, bis Tag 60 bleiben wir auf dem Niveau A2. Mhm, Und danach, da gehen wir dann gemeinsam den nächsten Schritt auf zu B1. genau. Und damit das Lernen noch besser klappt, haben wir einen kleinen Tipp für dich. Ja, stimmt. Du kannst zum Beispiel die Shadowing-Technik benutzen. Schon mal gehört davon? Das ist eigentlich ganz einfach. Du sprichst die Sätze, die wir sagen, laut nach. Also, ja, quasi mit uns zusammen. Genau. Und diese Wiederholung, die hilft wirklich sehr, die Aussprache zu verbessern und sich die Wörter, besser einzuprägen. Versuch's einfach mal. Okay, worum geht's denn heute? Das Thema für heute ist Grundwortschatz, Haus und Möbel. Das ist ein sehr nützliches Thema, gerade für Deutschlernende auf A2. Wir schauen uns Wörter an, die du wirklich jeden Tag zu Hause brauchst oder siehst. Ja, unser Ziel ist es, dir zu helfen, so 15 wichtige Wörter aus diesem Bereich gut zu verstehen und auch selbst anwenden zu können. Wir erklären sie ganz klar und einfach. Und es gibt noch einen Grund dran zu bleiben. Wenn wir alle 15 Wörter gut erklärt haben, erzählen wir dir am Ende noch eine kurze Alltagsgeschichte. Stimmt. In dieser Geschichte kommen dann alle neuen Wörter vor. So siehst du, wie die in einem normalen Gespräch oder Text zusammen funktionieren. Also bleib unbedingt bis zum Ende dabei, damit du alles mitbekommst und optimal lernen kannst. Bist du bereit? Dann legen wir los. Das erste Wort ist ein sehr zentrales Möbelstück in vielen Wohnzimmern, das Sofa. Genau. Auf Englisch sagt man dazu, Sofa. Couch. das Wort ist ja ziemlich ähnlich, das hilft sicher beim Merken. Stimmt. Ein einfacher Satz wäre zum Beispiel: Am Abend sitze ich gern auf dem Sofa und lese ein Buch. Oh ja, das kann ich gut verstehen. Ein gemütliches Sofa ist echt wichtig zum Entspannen nach der Arbeit, ne? So ist es bei mir zu Hause auch. So, wenn wir schon beim Sofa sind, was steht oft davor oder vielleicht daneben? Ein Möbelstück, wo man Dinge draufstellen kann. Der Tisch. Richtig, der Tisch. Das englische Wort ist, Table. Tische gibt es ja in allen möglichen Formen und Größen. Ein Beispielsatz. Das Buch liegt auf dem Tisch. Oder auch, wir essen gemeinsam am Tisch. Tische sind ja wirklich überall. Esstische, Schreibtische, Nachttische. Also sehr praktisch. Und wenn man an einem Tisch sitzt, besonders am Esstisch oder Schreibtisch, dann braucht man meistens was. Klar, der Stuhl. Ja, genau, der Stuhl. Auf Englisch heißt das Chair. Man kann zum Beispiel sagen, dieser Stuhl ist sehr bequem. Das ist wichtig, oder? Wenn man länger sitzen möchte. Das stimmt absolut. Ein unbequemer Stuhl kann einem echt den Tag vermiesen, besonders im Büro, finde ich. Also ein Stuhl, ganz wichtiges Wort. Okay, wir haben jetzt Sofa, Tisch und Stuhl, schon 3 Möbelstücke. Schauen wir uns mal weiter im Raum um. Was lässt Licht rein und erlaubt uns, nach draußen zu schauen? Das Fenster. Das Fenster, genau. Auf Englisch sagt man Window. Fenster sind super wichtig für Tageslicht. Und man kann sagen, ich mache das Fenster auf, um frische Luft reinzulassen. Oder im Winter, mach bitte das Fenster zu, es zieht. Fenster sind halt in jedem Raum wichtig, finde ich. Sie machen einen Raum irgendwie freundlicher. Ja. Und wie kommt man überhaupt in einen Raum rein oder wieder raus? Durch die Tür, natürlich. Genau, die Tür. Das englische Wort dafür ist Door. ein einfaches, aber absolut grundlegendes Wort. Ein Beispiel. Die Tür ist geschlossen. Das kennt wirklich jeder, ne? Jedes Zimmer hat eine Tür, das Haus hat eine Haustür. Ohne Türen geht's halt nicht. So, jetzt kommen wir zu einer Aktion, die man mit Türen und Fenstern oft macht. Wenn etwas zu ist und man es aufmachen möchte, dann muss man es, Öffnen. Das ist ein Verb. genau, öffnen. Auf Englisch? To open. Und weil es ein Verb ist, hier auch gleich die Perfektform dazu, die brauchst du ja für die Vergangenheit, hat geöffnet. Ein typischer Satz wäre, kannst du bitte die Tür öffnen? Es hat geklingelt. Oder auch, ich habe das Fenster geöffnet, weil es so warm war. Also, öffnen, hat geöffnet. Und was ist die logische Gegenaktion zu öffnen, wenn man etwas zumachen möchte? Das Verb dafür ist? Schließen.
Richtig. Schließen. Auf Englisch to close. Und die Perfektform lautet hier Hat geschlossen. zum Beispiel: Bitte schließe das Fenster, es ist kalt draußen. Oder die Frage: Hast du die Tür geschlossen, als du gegangen bist? Ja. Schließen, hat geschlossen. Das sind zwei Verben, die braucht man echt oft. Gerade im Zusammenhang mit Haus und Wohnung. Das waren jetzt schon 7 Wörter. Wir kommen gut voran. Ja, das stimmt. Und weil du so fleißig mitlernst, eine kurze Anmerkung zwischendurch. Wenn dir diese Art zu lernen gefällt und du uns vielleicht unterstützen möchtest, Dann freuen wir uns riesig, wenn du unseren Kanal abonnierst und diesem Video einen Daumen nach oben gibst. Das hilft uns wirklich sehr, weiterzumachen. vielen Dank dafür. Und jetzt machen wir weiter mit den nächsten Wörtern. Wir hatten ja vorhin das Sofa und den Stuhl. Was ist so die typische Aktion, die man auf diesen Möbel macht? Wir Sitzen. setzen. Ja, das ist wieder ein wichtiges Verb. Auf Englisch to sit. Aber Achtung, die Perfektform ist unregelmäßig. Hat gesessen. Ein Beispiel? Wir sitzen am Tisch und essen zu Abend. Oder: Ich habe heute ziemlich lange am Schreibtisch gesessen und gearbeitet. Sitzen, hat gesessen, das sollte man sich gut merken. Okay, man kann sitzen. Was ist die andere Hauptposition des Körpers, wenn man nicht gerade liegt? Man kann auf seinen Füßen sein. Dann sagt man, Stehen. genau, stehen. Auf Englisch to stand. Auch hier ist die Perfektform unregelmäßig. Hat gestanden. Man kann zum Beispiel sagen: Die Tasse steht auf dem Tisch. Hier beschreibt es die Position von einem Objekt. Oder es beschreibt eine Person. Ich stehe am Fenster und schaue hinaus. Oder auch: Wir haben bestimmt 1 Stunde an der Bushaltestelle gestanden. Stehen, hat gestanden. Sehr gut. Wir haben also sitzen und stehen. Was ist die dritte wichtige Position? Besonders, wenn man sich ausruht oder schläft? Oder wenn etwas flach auf einer Oberfläche ist? Dann Liegen. liegen. Noch ein Verb. Auf Englisch to lie. Die Perfektform ist ebenfalls unregelmäßig. Hat gelegen. Ein typisches Beispiel wäre, das Kissen liegt auf dem Sofa. Oder für eine Person: Ich habe gestern ziemlich lange im Bett gelegen, weil ich so müde war. Oder auch: Mein Schlüssel hat auf dem Küchentisch gelegen. Liegen, hat gelegen. Das sind die 3 wichtigen Positionsverben. Sitzen, stehen, liegen. Die muss man wirklich gut kennen. Ja, das hast du gut zusammengefasst. Jetzt wechseln wir mal die Wortart und kommen zu ein paar Adjektiven. Die beschreiben, wie ein Raum oder Gegenstände sein können. Wie nennt man es denn, wenn alles aufgeräumt ist, also alles an seinem Platz? Dann ist es Ordentlich. ordentlich. Das ist ein Adjektiv. Auf Englisch sagt man da Tidy, neat. ein Beispielsatz. Dein Schreibtisch ist heute aber sehr ordentlich. Alles hat seinen Platz. Das ist doch ein Lob. Ja, das Gegenteil wäre unordentlich. Aber wir lernen heute das positive Wort ordentlich. Ich mag das ja, wenn es ordentlich ist. Ich auch. Und wenn alles ordentlich ist und vielleicht auch keine lauten Geräusche da sind, wie fühlt sich die Atmosphäre dann oft an? Sie ist Ruhig. ruhig. Noch ein Adjektiv, auf Englisch calm, quiet. Zum Beispiel, am Abend ist es bei uns zu Hause eigentlich immer sehr ruhig. Das ist entspannt. Ja, Ruhe ist wichtig zum Entspannen. Ruhig. Ein schönes Wort, finde ich. Denken wir nochmal ans Fenster. Wenn draußen die Sonne scheint und viel Licht in den Raum kommt, wie ist der Raum dann? Er ist Hell, hell. Wieder ein Adjektiv. Auf Englisch bright. ein Beispiel. Dieses Wohnzimmer ist sehr hell, weil es so große Fenster hat. Helle Räume wirken oft freundlicher und größer. Stimmt, hell. Und was ist das direkte Gegenteil davon? Genau, wenn die Sonne weg ist oder wenn keine Lampe an ist, dann wird es Dunkel, dunkel. Das Adjektiv für wenig oder gar kein Licht. Auf Englisch dark. ein typischer Satz. Mach bitte mal das Licht an. Es ist schon dunkel hier drin. Ja, genau. Hell und dunkel. Diese beiden Gegensätze braucht man oft, um Räume oder auch Tageszeiten zu beschreiben. Und unser letztes Wort für heute, das 15. Es ist auch ein Adjektiv. Wenn etwas nicht schmutzig ist, vielleicht weil man gerade geputzt hat, dann ist es Sauber. sauber. Auf Englisch Clean. zum Beispiel: Die Küche ist wieder sauber, ich habe alles geputzt. Ein gutes Gefühl, wenn alles sauber ist. Oder? Sauber. Das Gegenteil wäre schmutzig.
Perfekt. Das waren unsere 15 Wörter für heute zum Thema Haus und Möbel. Lass uns sie noch mal kurz im Überblick wiederholen. Also, das Sofa, der Tisch, der Stuhl, das Fenster, die Tür, öffnen, schließen, sitzen, stehen, liegen, ordentlich, ruhig, hell, dunkel und sauber. Puh, geschafft. Super gemacht. Und jetzt kommt, wie versprochen, unsere kleine Geschichte, in der all diese Wörter vorkommen. Hör gut zu und versuch mal, die Wörter wieder zu erkennen. Okay, ich fange an. Es ist später Nachmittag. Paul kommt nach Hause. Er muss die Tür seiner Wohnung öffnen. Er tritt ein und lässt die Tür hinter sich zufallen. Er muss sie nicht extra schließen, die rastet von selbst ein. Er geht ins Wohnzimmer. Das Zimmer ist noch schön hell, obwohl draußen die Sonne langsam untergeht. Das liegt an dem großen Fenster. Paul schaut sich um. Es ist alles sehr ordentlich. Kein Papier liegt auf dem Boden, die Bücher stehen im Regal. Alles ist auch sauber. Seine Mitbewohnerin hat wohl geputzt. Im Haus ist es angenehm ruhig. Man hört nur ganz leise Musik aus einem anderen Zimmer. Paul mag diese friedliche Stimmung. Er sieht sein gemütliches Sofa in der Ecke. Darauf liegt eine Wolldecke. Er freut sich schon drauf, sich gleich dorthin zu sitzen. Neben dem Sofa steht ein kleiner Beistelltisch. Auf diesem Tisch liegt die Fernbedienung. Am Esstisch gegenüber stehen 4 Stühle. Alles sieht sehr einladend und gemütlich aus irgendwie. So, das war unsere kleine Geschichte. Hast du alles verstanden? Konntest du die meisten der 15 Wörter erkennen, als sie vorkamen? Wir hoffen, diese Geschichte hat dir geholfen, die Wörter in einem natürlichen Zusammenhang zu sehen. Und jetzt bist du dran. Übung macht den Meister, ne? Genau. Schreib doch bitte mal deine eigenen Sätze mit einigen dieser Wörter unten in die Kommentare. Zum Beispiel: Mein Lieblingsstuhl ist alt, aber bequem. Oder: Ich muss dran denken, die Tür zu schließen. Ja, wir sind gespannt auf deine Sätze und lesen die gerne durch. Und noch eine letzte kleine Erinnerung für heute. Bitte abonniert unseren Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn euch diese Lektion gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben. Das ist eine tolle Motivation für uns. Und vergesst nicht, auch morgen wieder einzuschalten. Das Thema von morgen ist nämlich auch sehr spannend. Elektronik und Geräte. Stimmt. Da sprechen wir über wichtige Wörter für Technik im Alltag und im Haushalt, also sowas wie Computer, Handy, Waschmaschine, Drucker und so weiter. Sehr nützlich in der heutigen Zeit. Also sei unbedingt wieder dabei. Es lohnt sich bestimmt für dich. Das war's für heute mit Tag 37. Super, dass du dabei warst und mitgelernt hast. Tschüss und bis morgen. Mach's gut, lerne fleißig weiter und bis bald.